Das ist mein erstes Video, wo ich eure Fragen beantworte. Und wir testen einfach mal, ob ihr daran überhaupt Spaß habt oder das gut ist oder nicht. Könnt ihr mir gerne mal sagen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was euch so interessiert. Und jetzt gehen wir das auch mal durch. So, gucken wir mal, was ihr hier so gefragt habt. Erste Frage. Wie fange ich an, obwohl ich keine Lust habe und völlig unsportlich bin? Ja, also ehrlich gesagt, auch ich bin nicht jeden Tag motiviert oder auch eher nicht. Es muss einfach zu einer Routine werden. Und ich glaube, es ist wirklich gut, langsam anzufangen. Also wirklich, fang einfach an, 10 Minuten Workouts zu machen oder 5 Minuten Workouts und einfach aber jeden Tag stetig es aufzubauen. Und ich zum Beispiel habe Dauerpower ja konzipiert mit 26 Minuten pro Tag, weil man einfach dann dran bleibt und 26 Minuten kann man sich unter Umständen irgendwann am Tag schon versuchen zu nehmen oder einfach 26 Minuten früher den Wecker stellen und das dann durchziehen. Aber auch wenn du mit einem halben Workout startest, ist es völlig fein. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, diese Routine zu starten. Und mein persönlicher Tipp ist, sich sozusagen einen Wecker zu stellen. Sagen wir mal, du stellst den Wecker um 6:45 Uhr, um 8 Uhr musst du das Haus verlassen. Das heißt, du musst wirklich um 7 das Workout beginnen, bis 7:26 Uhr durchziehen, duschen, let's go. Das heißt wirklich diszipliniert. Zweite Frage. Ernährungsart generell. Du hast nie einen geblähten Bauch, das gibt's doch gar nicht. Also ganz ehrlich, ich habe auch echt oft einen geblähten Bauch. Aber natürlich werde ich jetzt nicht auf Instagram so rumlaufen. Das ist halt auch wirklich etwas. Auf Instagram zeigt sich natürlich immer jeder von seiner besten Seite. Und ich glaube, jeder hat mal einen geblähten Bauch. Das heißt, wenn ich so sehr fettig auch esse oder so richtig Riesenportionen, dann kriege ich halt wirklich Magenschmerzen oder einen geblähten Bauch. Also ich glaube, es ist ein bisschen für mich kleinere Portionen und nicht ganz so fettig. Und auch mal eine Pause dazwischen lassen. Also dass du wirklich vielleicht auch mal 2 Stunden, 3 Stunden, obwohl ich halt gern oft snacke und viel, dass man den auch mal arbeiten lässt. Und ja, meine Ernährungsart, würde ich schon sagen, ist zu 70–80% sehr gesund. Also ich esse viel Gemüse, Salat, Obst, aber ich esse auch super gern Kohlenhydrate, wie zum Beispiel, ich liebe so belegte Brötchen, weil ich auch viel unterwegs bin, Sandwiches, Brezel, also ich esse nicht gluten-free oder so. Ja, und esse auch super gern Süßigkeiten. Also ich esse, glaube ich, jeden Tag Süßigkeiten, aber ich esse dann halt nicht ein ganzes Franzbrötchen oder 2 Franzbrötchen, sondern teile es mir dann und esse dann noch einen halben Brezel. Also versuche das so ein bisschen zu balancieren, weil ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag ein Franzbrötchen essen würde und jeden Tag abends einen Döner oder so, würde es nicht so gut aussehen. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen auf seinen Körper hören und schauen, wann habe ich eigentlich wirklich Hunger, was tut mir gut, was sättigt mich, was schmeckt mir. Und ja, und ich habe mal gedacht, okay, ich sollte nicht so viel Süßkram essen, weil natürlich ist es nicht so gut, aber irgendwie macht es mich glücklich und in Maßen, anstatt es mir komplett zu verbieten, mache ich es einfach super gerne. Machst du auch mal eine Sportpause, wenn du dich schlapp fühlst? Ich glaube, es ist gut, wenn man auch mal eine Sportpause macht, aber ich bin da wirklich in diesem Sinne undiszipliniert, weil ich einfach nie eine Sportpause mache, außer ich bin krank. Wie viel isst du am Tag und wie regelmäßig? Es ist wirklich mal so, aber ich esse eher weniger morgens und das ist lustig, weil meine Mama isst sehr ähnlich. Vielleicht habe ich mir das auch bei ihr abgeschaut. Ich mache immer Sport auf leeren Magen. Das heißt, nur morgens halt ein Cappuccino. Ein Cappuccino? Damit du halt so ein bisschen, keine Ahnung, so Hafermilch oder normale Milch trinke ich auch, so ein bisschen was im Blut hast. Ich esse auch morgens solche Apple Cider Vinegar Gummibärchen. Die sind so lecker. Ich glaube, die bringen nichts, aber ich mag die so gern. Dann mache ich Sport und dann trinke ich danach eigentlich oft einen Proteinshake oder ja, esse irgendwie ein Sandwich oder irgendwas in die Richtung. Und dann mittags entweder was so in Richtung Salat, Acai Bowl. Ja, und tatsächlich esse ich abends sehr viel und am meisten und gern. Ich würde sagen, so ich esse am Tag um die 2000 Kalorien und wahrscheinlich am Abend 1000 mindestens, weil ich so gerne abends esse. Ich bin echt nicht so der Pasta-Typ. Ich würde eher immer, keine Ahnung, eher so in Richtung Sandwich irgendwas essen oder ein Curry oder so. Das klingt auch super unsympathisch, ne? Ich bin nicht so der Pasta-Typ. Pasta-Typ. Aber das war ich irgendwie auch noch nie so richtig. Und dann finde ich es geiler, ein Kartoffelgratin oder so.
Allgemein auch Ernährung. Ich glaube, es ist super wichtig, wie gesagt, Balance. Ich trinke auch Alkohol am Wochenende, aber halt nicht zu viel und nicht immer jedes Wochenende. Also alles immer in Maßen. Das ist, glaube ich, so mein Tipp. Oh, hier steht, isst du die 3 Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot? Irgendwie gar nicht. Also ich esse wirklich super unregelmäßig, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen meinem Lifestyle geschuldet, dass es eigentlich nie der eine Tag wie der andere ist. Das heißt, ich bin auch wirklich nicht so der Frühstücker, was an sich aber gar nicht gut ist. Ich bin echt ein Snacker. Ich bin ein Hardcore-Snacker, Dauersnacker. Ich esse eigentlich die ganze Zeit immer was zwischendurch. Snack. Irgendwie Blaubeeren oder Früchte oder dann mal einen kleinen Ballisto-Schokoriegel oder so, Schokobons. Aber ich kann nur sagen, mein Abendbrot ist ein großes Abendbrot, was ja eigentlich auch gar nicht so gut ist. Aber trotzdem esse ich am liebsten abends. Hast du von Natur aus einen guten Stoffwechsel oder tust du was Explizites? Dazu kann ich halt auch nur sagen, ich mache halt super viel Sport. Ich gehe immer an meine Grenzen. Ich mache halt super gern HIIT und ich bewege mich halt auch den ganzen Tag. Ich bin so ein agiler Mensch. In Maßen Süßkram, das, was ich halt gerne mache. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie irgendwie Fanta oder Cola trinken oder ich würde auch nie bei Starbucks so ein Frappuccino, Mokka, Sahne-Ding trinken, weil ich das irgendwie unnötig finde. Aber ich würde zum Beispiel bei McDonald's einen McFlurry essen, weil das lohnt sich. Oh God, it's so good. Und ich liebe Ben & Jerry's Ice Cream. Und Franzbrötchen, ja, das sind so meine Guilty Pleasures. One last question. Bester Tipp gegen Heißhunger. Okay, das ist lustig, weil wenn du jetzt richtig Heißhunger hast, also ich kenne das auch, ich würde dann am liebsten immer Süßkram essen und ich habe auch manchmal Heißhunger, manchmal muss man das auch einfach mal machen. Also einfach mal allen Süßkram reinzischen. Aber wenn du dir dann so Paprika, Gurke, Kohlrabi schneidest und das dann vor dir hast und denkst so, boah, eigentlich gar nicht so Bock und das nicht wirklich essen willst, probier das dann mal zu essen und danach denken so, eigentlich vielleicht noch mal einen Tee trinken oder so. Und wenn dann es nicht weg ist, dann gönn es dir halt auch mal. Aber ich glaube so wirklich, wenn du einen Kohlrabi, Karotte, dir das so schneidest, dann danach hast du nicht mehr so Heißhunger. Und das waren so die ersten schnellen Fragen. Und wenn ihr weitere habt, schreibt sie gerne rein. Und ich mache das dann vielleicht noch mal, wenn ihr wollt. Mua.